Diese 9 schönen und stolzen Landseher haben im Jahr 2019 unser Landseher-Genomprojekt angestoßen. Sie haben mit Hilfe ihrer Zweibeiner Blut gespendet, das ich zur Arbeitsgruppe von Dr. Elaine Ostrander am NIH, das ist die nationale Forschungsinstitution der USA, geschickt habe. Ihre Arbeitsgruppe dort ist weltweit führend in der Sequenzierung von Genomen und der Interpretation der so generierten Daten. In diesem kurzen Video möchte ich euch erzählen, warum die Erhebung solcher Daten für den Landseer wichtig ist und wie wir vorgegangen sind. Es war gar nicht so einfach, die entsprechende Zahl von vierbeinigen Studienteilnehmern zu finden. Denn 2 Kriterien sollten erfüllt sein. Erstens sollte es im Stammbaum der Teilnehmer in der elterlichen und großelterlichen Generation kein gemeinsames Element geben. Und zweitens sollten es mindestens 6 Hunde mit dieser Eigenschaft sein. Durch das erste Kriterium sichern wir ab, dass die Vielfalt des Landseers tatsächlich abgebildet wird. Das zweite Kriterium sichert die Studie statistisch ab. Ich möchte mich hier noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Einige konnten leider nicht dabei sein, weil es dann doch im Stammbaum einen gemeinsamen Vorfahren mit einem Landseher gab, der bereits in die Studie eingeschlossen worden war. Das Blut wurde in einer großen Box mit 9 Röhrchen nach Bethesda geschickt. Es wurde DNA extrahiert und auf DNA-Chips analysiert. Leider lief das alles wegen Corona nicht so glatt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das NIH war, bis auf Corona-Forschung, über weite Teile des Jahres 2020 geschlossen. Aber jetzt rollt die Arbeit wieder an. Nun zum Kern der Sache. Was erhoffen wir uns von den Daten? Das erste und naheliegende Ziel ist die Genealogie, die Einordnung des Landseers in den Stammbaum der Hunde. Obwohl mit Standardnummer 226 von der FCI als eigene Rasse geführt, wird der Landseer in den angelsächsischen Ländern als Variante des Neufundländers betrachtet. Der Landseer ist aber kein Neufundländer, nicht in der Erscheinung und auch nicht im Wesen und auch nicht in der Genetik, wie mir von einem Mitglied der Arbeitsgruppe am NIH bereits berichtet wurde. Auf dem Stammbaum der Hunde kartiert er unabhängig innerhalb der funktionellen Gruppe der Retriever, mit dem Neufundländer als nächsten Verwandten. Ich habe das hier auf dem Stammbaum einmal provisorisch bis zur Veröffentlichung der Daten eingezeichnet. Beim Begriff des nächsten Verwandten möchte ich klären, wie dieser Begriff grundsätzlich in Abstammungsverhältnissen zu verstehen ist. Es ist nicht so, dass der heutige Neufundländer aus dem heutigen Landseer oder umgekehrt hervorgegangen ist, sondern die beiden haben gemeinsame Vorfahren im 17. bis 19. Jahrhundert, aus denen sie sich nach Einführung der Zuchtbücher in unabhängigen Linien durch Zuchtauswahl deutlich unterschiedlich weiterentwickelt haben. Diese Hunde nenne ich gerne Newfoundland Dogs, um den Unterschied zum heutigen Neuvieh und zum heutigen Landseher zu betonen. Es war eine heterogene Gruppe von Hunden, mit Arbeitsansatz am Wasser und an Land, bei der Jagd und als Begleithund. Es gab damals noch keine Zuchtbücher und die Abstammungslinien zu den heutigen Rassen sind nicht bekannt. Aber wir kennen die Erscheinungsform der Newfoundland Dogs aus vielen schönen Gemälden und aus den ersten Fotografien dieser Zeit. Hier einige Beispiele. Aber zurück zu unserer Landseer-Genomstudie. Es wäre wichtig, nach Veröffentlichung der Daten den Landseer über die entsprechenden regulatorischen Wege in den USA und England als unabhängige Rasse registrieren zu lassen. Warum? Er könnte dann in den zurzeit laufenden sehr großen Studien zur Anatomie, Gesundheit und Krankheitsallelen eingeschlossen werden. In der Genetikserie dieses YouTube-Kanals sind einige Beispiele, ich hänge euch eine Playlist an. Zurzeit ist der Landseer, da er als Untergruppe des Neufundländers gilt, in diesen Studien einfach nicht dabei. Und mit einer etwas längeren zeitlichen Perspektive könnten diese Daten pragmatisch Einfluss in die Zucht finden.
Es würden sich neue Kriterien ergeben, nach denen eine Auswahl erfolgt. Stichworte beispielsweise Marker Zoo ED, OCD oder HD oder andere krankheitsrelevante Dinge. Viel wird zurzeit in anderen Hunderassen geforscht und viele neue Dinge werden gefunden. Die Genetik ist in diesem Sinne also kein Selbstzweck, sondern ein weiteres Mittel, die Gesundheit und Langlebigkeit unserer wunderschönen Rasse zu fördern und zu erhalten. So, und das wäre es für heute. In Video 8 werden wir uns mit Polygenetik befassen. Das wird spannend. Warum sind unsere Hunderasse so unterschiedlich? Keine andere Haustierart und erst recht kein Wildtier kennt diese großen Unterschiede, sondern wir Menschen haben bei der Zucht auf diese Gene selektioniert. Welche sind das und was bewirken sie? Junghund Elden und ich freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.